es klingt jetzt, viele glauben, wenn man pornografisches Kindersexualmaterial, das ist kein pornografisches Material, das sind Vergewaltigungsvideos. Österreich ist Spitzenreiter in der EU, was Pädophilie angeht. Welcher normaler Mensch vergnügt sich sexuell an einer lebensechten Kindersexpuppe? Aber diese zweite Chance verdienst du, wenn du ein Kinderschänder bist in Wirklichkeit. Danach ist rausgekommen, nach Monaten, dass dieses Kind von dem Nachbarn massivst, also schwer vergewaltigt worden ist. Heute in Wien im Il Melegrano. Und zwar mit dem Bündnis Kinderschutz. Heute gehen wir mal der ganzen Sache etwas näher auf den Grund. Ich sitze heute hier mit dem Roberto und let's go, let's do it. Hallo, mein Name ist Roberto Datri. Ich bin Obmann des Bündnis Kinderschutz Österreich, hauptberuflich Gastronom und nebenbei haben wir auch einige Boxstudios in Wien und in Albanien, in der Ukraine, in Italien. Meine große Leidenschaft ist der Kampfsport und ich freue mich, dass du heute da bist, damit ich dich ein bisschen aufkläre, wie es um das Thema Kinderschutz in Österreich wirklich aussieht. Sehr gut, danke für die Einladung. Eben durch den Kampfsport sind wir zusammengekommen. Richtig. Über den Christian sozusagen. Das Thema Kinderschutz, das ist ein Thema, was zeitlos ist. Ja? Bündnis Kinderschutz ist mittlerweile, glaube ich, für viele ein Begriff. Ja. Einige haben mich auch angeschrieben, wie können wir uns aktiv beteiligen? Ja. Vielleicht zur Aufklärung für die Leute. Ja, richtig. Also uns gibt es bereits seit 12 Jahren in Deutschland. Der Gründer ist der Carsten Stahl. In Österreich bin ich seit circa 3 Jahren Obmann und Gründer vom Bündnis Kinderschutz. Es gibt ihn mittlerweile auch in der Schweiz schon. Wir setzen uns ein für Kinder, die missbraucht worden sind, auch präventiv vorher, ganz wichtig, und Mobbing, was heute auch ein großes Thema ist in der heutigen Gesellschaft und sehr viele Kinder leiden lässt, sogar Suizid machen lässt. Und dafür steht Bündnis Kinderschutz. Und wir sind nicht staatlich gefördert. Das heißt, uns schreibt keiner vor, was wir zu sagen haben und was nicht. Wir kriegen auch keinerlei finanzielle Unterstützung vom Staat, was die Sache natürlich schwieriger macht, aber für uns umso leichter, weil wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja? Und in Österreich muss man sich ganz kurz vorstellen, wir haben zahlreiche Interviews geführt. Ich habe das immer wieder betont, auch wenn man mir gesagt hat, ich soll es nicht sagen, ich soll mich zurückhalten, aus guten Kreisen, durch die Blume. Wenn es um Kinder geht, werde ich das nicht machen. Wir leben in Österreich, in einem Land, das muss für jeden klar sein, Österreich ist Spitzenreiter in der EU, was Pädophilie angeht. Jetzt werden alle sagen, wie kann das sein, wie ist das möglich? Ganz einfach, die Straftaten in Österreich, was Pädophilie angeht, sind 3-mal so hoch, wie sie zum Beispiel in Italien sind. Ja? Jetzt kann man sich fragen, wie kann das sein, indem wir die schwächsten Gesetze in Europa haben. Ja. Das heißt, Österreich hat die schwächsten Gesetze, wenn es um Kindesmissbrauch geht, von ganz Europa. Das ist sehr seltsam. Ja, und es gibt für alles Gesetze hier, lieber Willi. Du wirst es sicherlich genau wissen. Ja, also, ja. Aber wenn es um Kinder geht, wird immer viel versprochen, viel getan. Aber das, was im Strafgesetzbuch drinnen steht, ist dann das, was wirklich rauskommt. Und die tagtäglichen Bewährungsstrafen, die ausgesprochen werden bei schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern, spricht ebenfalls für sich. Also wenn wir jetzt uns in die Lage von einem Pädophilen versetzen sollten, wäre das beste Land für uns, unsere Verbrechen zu begehen, in Österreich. Ja. Richtig. Es gibt natürlich auch eine kleine Statistik, ich habe mal ein paar Notizen gemacht über die polizeilich erfassten Fälle von pornografischer Darstellung mit Minderjährigen.
gab es 2021 1921 angezeigte Fälle. Also das ist die offizielle Zahl. Dunkelziffer ist wahrscheinlich doppelt so hoch. 2023 waren es dann schon 2250. Also wir reden da von, es steigt und steigt und steigt. Und das ist genauso das, was du ansprichst. Es ist so eine kleine Oase geworden in Österreich für Pädophilie, ja, wo sich diese Objekte wohlfühlen, weil eben die Strafen dementsprechend mild sind. Und da kommen wir dann auch gleich zu der Sache, denn Bündnis Kinderschutz setzt sich für einige Dinge ein. Und ich will die Dinge heute ansprechen, will ich auch Rede und Antwort, wie stellt ihr euch das vor, wie soll das ablaufen und natürlich, wie groß ist die Unterstützung in der Politik. Auf diese Themen will ich heute ansprechen. Bündnis Kinderschutz hat auch ein Buch veröffentlicht, Pubertär klärt auf. Richtig. Da kommen wir nämlich schon zu der ersten Sache, Verbot von pädophilen Handbüchern. Kurz, bevor du eine schockierende Antwort wahrscheinlich gibst. Gibt es offizielle pädophile Handbücher? Im Geschäft, also in der Bücherei, wirst du keine finden. Man kann sich aber im Internet welche herunterladen. Es ist mittlerweile 1000 Seiten groß und es gibt es in 100 verschiedene Sprachen mittlerweile. Eine Anleitung wahrscheinlich? Eine Anleitung zum Kindesmissbrauch. Um so mild wie möglich sich irgendwie in Richtig. der roten Zone zu befinden. Es steht drinnen, welche Cremen am besten du danach verwenden kannst, um die Spuren zu verwischen. Es steht drinnen, wie du am besten das Jugendamt täuscht oder die Ämter. Und es steht sogar drinnen, wie tief du in welches Kind hineindringen kannst, ohne Spuren zu hinterlassen. Also eine Anleitung zum Kindesmissbrauch. Dieses Buch, was man online herunterladen kann, weiterladen kann, ist in Österreich nicht verboten. Das haben wir schon mehrmals erwähnt. In Deutschland haben wir es geschafft, es per Gesetz verbieten zu lassen. Dass es andere Wege gibt, wie du das herunterladen kannst, wie du es bekommen kannst, ist was anderes. Aber dass hier ein Staat nicht sagt, bei uns ist das verboten, spricht schon mal für den ersten Punkt für sich. Ja, absolut. Sexueller Missbrauch von Kindern weltweit steigt natürlich auch. Laut dem ChildLight, Global Child Safety Institute, sind jährlich über, sage und schreibe, 300 Millionen Kinder weltweit von Online-Sexualdelikten betroffen. Online-Sexualdelikten. Und das ist nämlich genau der Punkt dann, das findet ja mittlerweile alles schon online statt. Richtig. Und irgendwie kommt da gar nichts zustande. Ne? Richtig. Es klingt jetzt, viele glauben, wenn man pornografisches Kindersexualmaterial, das ist kein pornografisches Material, das sind Vergewaltigungsvideos. Das ist mal das Erste, das muss jedem klar sein. Ja? Wir haben hier den ganz bekannten Fall gehabt von dem lieben Herrn Teichmeister, dem bekannten Burgschauspieler. Da wurde ein Riesenprozess gemacht, es war ein Jahr lang jeden Tag in der Zeitung etc. Wir haben uns da wirklich eingesetzt, dass dieser Mann bestraft wird. Was ist rausgekommen? Nichts. Er ist keinen einzigen Tag im Gefängnis gesessen. Er hat über 50.000 Videos und Fotos von Vergewaltigungen an Kleinkindern gehabt. Ist, da er unbeschollen ist in Österreich und mit der Gesetzeslage, die hier gibt, als freier Mann herausgegangen. Und jetzt sagen sich viele, ja, aber er hat es ja nicht selber getan. Ja, er hat es physisch nicht selber getan. Er hat dafür bezahlt, dass das jemand anderes macht. Und du musst dir mal vorstellen, er hat das damit gefördert. Er hat das damit gefördert. Und jetzt frage ich dich von Mann zu Mann, was muss in deiner Seele kaputt sein, damit du dich erregst in einem Video, wo Kinder vor Schmerz nicht mal mehr Tränen haben und keine Stimme mehr zum Schreien. Das erregt dich, also bist du nur eine tickende Zeitbombe, bis du es selber probierst. Ja?
Und das ist eben ein Zeichen, wo Österreich gesetzt hat, und das war ganz groß der Prozess. Ja. Wir waren wirklich live dabei, ja. Und es war vorherzusehen. Wir haben es immer gesagt, dass der liebe Herr keinen einzigen Tag im Gefängnis verbringen wird. Ganz im Gegenteil. Es werden jetzt wieder seine Filme ausgestrahlt auf Netflix. Er war ganz stolz, ja, und er hat auch vor seinem Prozessbeginn auch ganz stolz in Innenstadtrestaurants, angesagte Innenstadtrestaurants, gespeist mit seinen Anwälten und Freunden, als ob einfach nichts gewesen wäre. Ja. Und wir haben auch damals, ich persönlich, habe mich eingesetzt für ein Lokalverbot. Er hat 10 Restaurants der Innenstadt, bekannte Gastronomen haben mir sofort recht gegeben und haben mir zugestimmt, dass dieser Mensch im Restaurant nicht willkommen ist. Ja? Ja. Ein Restaurant ist ein öffentlicher Platz, jeder ist willkommen. Absolut. Und ja. Eines ist klar, Willi, ich weiß nicht, wer bei mir ins Restaurant kommt. Das kann ich nicht vorher wissen. Aber wenn ich weiß, dass dieser Mensch eindeutig pädophile Neigungen hat, hier Kindern Schaden zugefügt hat, ja. Möchte ich ihn nicht in meinem Haus haben. Ich möchte nicht sein Geld haben und ich möchte nicht, dass er in meiner Nähe ist. Und ja. Das haben wir damals klar und deutlich ausgesprochen, und da war klar, 10 wichtige Lokale der Innenstadt haben sich angeschlossen, und der Herr durfte dort und darf bis heute nicht diese Restaurants betreten. Ja, ein richtiger Schritt zumindest. Sexuelle Gewalt allgemein. Der UNICEF berichtet, dass mehr als 370 Millionen Mädchen und Frauen vor ihrem 18. Lebensjahr Opfer von Vergewaltigungen oder sexueller Gewalt wurden. Jetzt ist aber auch 240 bis 310 Millionen Jungen und Männer haben sexuelle Gewalt in ihrer Kindheit erlebt. Also das scheint so, ich habe ein richtiges flaues Gefühl im Magen, wenn es um so ein Thema geht, weil ich bin selbst Vater. Ja. Das ist wie so ein Virus, der sich mittlerweile ausbreitet. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Verbot von Kindersexpuppen. Es gibt tatsächlich Kindersexpuppen. Korrekt. Jetzt werden sich alle denken, was ist das? Jetzt erkläre ich dir das. Du kannst dir auf Maß eine Kindersexpuppe anfertigen lassen. Kostet zwischen 3.000 und 5.000 Euro, aus Silikon, lebensechte Kindersexpuppen mit verschiedenen Öffnungen, mit verschiedenen Stimmen, und du kannst dich an dieser Puppe vergnügen. Und das Beste dabei ist, ich könnte ein Foto nehmen von einem beliebigen Kind und die Puppe nach diesem Foto exakt erstellen lassen. So, und auch das frage ich dich, welcher normaler Mensch vergnügt sich sexuell an einer lebensechten Kindersexpuppe? Also auch da, Willi, das sind die ersten Alarmglocken. Ich kann dir garantieren, es wird nicht bei der Kindersexpuppe bleiben. Bei der nächsten Gelegenheit wird er sich an ein echtes Kind vergreifen. Ja. Und hier in Österreich sind Kindersexpuppen nicht verboten. Ja. Auch in Deutschland, das haben wir auch geschafft, es umzusetzen. Kindersexpuppen wurden mittlerweile seit Jahren schon verboten. Ja. Dass es wieder welche zum Kaufen gibt auf dem Schwarzmarkt, aber das ist eine andere Sache. Du kannst heute alles finden, wenn du willst. Aber der Staat stellt eine klare Grenze auf und sagt, das ist bei uns verboten. Und das ist in Österreich nicht der Fall. Ja, vor allem, wenn du es dann illegal kaufst, machst du dich ja trotzdem strafbar. Richtig, genau. Ja, ja, das ist heftig. Ich glaube, wir werden zwischendurch einmal eine Pause machen, ja. Weil das ist echt geisteskrank für mich. Und wir sind erst am Anfang, Billy. Ja, mir ist jetzt schon schlecht. Auf jeden Fall, ich wollte Ausbildung zum Pflegeassistenten jetzt machen, ja. Habe aber noch eine Vorstrafe, die ist noch nicht verjährt, ja. Somit keine Chance. Also für mich persönlich auf den Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, das ist so ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Jetzt ist aber so, wenn du ein Sexualstrafdelikt begehst, vergewaltigst ein Kind oder du hast Pornografie auf dem Computer von Kindern, verlangt ihr jetzt, weil das ist nämlich gar nicht der Fall, einen lebenslangen Eintrag im Führungszeugnis und Verbot für Kinderschänder und Pädophile Berufe auszuüben, die in Zusammenhang mit Kindern stehen. Also es ist ja schon mal geisteskrank, dass das bis dato nicht verboten ist. Das ist ja für mich, ich selbst fühle mich jetzt stigmatisiert, weil eine vor 10 Jahren Straftat, ich kann
nicht den Beruf ausüben, was ich möchte. Wenn ich mich jetzt aber an ein Kind vergreife, Richtig. was eigentlich weit, weit schlimmer ist, Ja. dann kann ich wahrscheinlich 5 Jahre später... Ja, circa 5 bis 7 Jahre, hängt davon ab, wie gut dein Anwalt ist. Ja. 5 bis 7 Jahre wird das dann gelöscht, weil du verdienst eine zweite Chance und mit so einem Eintrag hast du keine zweite Chance. Aber diese zweite Chance verdienst du, wenn du ein Kinderschänder bist in Wirklichkeit und nicht, wenn du andere Straftaten begangen hast. Also hier wird man sogar auch noch bevorzugt, wenn du etwas mit Kindern gemacht hast. Ja? Lebenslanges Berufsverbot ist etwas für mich einfach ganz Normales. Das ist ja logisch, ein Pädagogen zum Beispiel. Richtig, genau. Ja? Und heute kann ich dir sagen, du bringst dein Kind in die Schule oder in den Kindergarten und wenn es dort einen Pädagoge gibt, weißt du nicht, ob dieser Herr vor 7 Jahren Straftaten begangen hat, verhaftet worden ist, auf Kinderverbrechen und der sitzt heute im Kindergarten. Es gibt keinen lebenslangen Eintrag im Führungszeugnis bei Kindesmissbrauch und es gibt kein Berufsverbot. Also das bedeutet, wenn du, jetzt versetzen wir uns wieder in die Lage von diesen Bestien, wenn du ein Pädophiler bist, wirst du ja wohl nicht auf einer Baustelle arbeiten gehen, sondern du wirst versuchen, da zu arbeiten, wo viele kleine Kinder sind. Ja. Kindergärten, Schulen, Sport, egal wo. Hauptsache, du hast immer wieder Kinder vor dir, denn die Gelegenheit lässt dich dann wieder zuschlagen. Und auch das fordern wir ein. Einen lebenslangen Eintrag im Führungszeugnis und ein Berufsverbot. Wenn jemand ein Kind vergewaltigt hat, Willi, hat er keine zweite Chance mehr verdient. Nein, absolut nicht. Das sollte eigentlich das Mindeste sein, dass wenigstens der Eintrag ein Lebenslang drinnen bleibt. Heftig, heftig. Kindesmissbrauch sexuell, ja, in leichterer Form ab 5 bis 10 Jahre ohne Bewährungsmöglichkeit. Das ist auch ein Punkt, was ihr verlangt, nämlich. Richtig. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen näher erklären. Richtig. Also man muss sich vorstellen, die meisten normalen Menschen, und glaub mir, du bist ein Kämpfer, du hast mehrmals bewiesen, dass du ein wahrer Mann bist. Wenn ich dich mitnehme in einem Gerichtsverfahren, wo es darum geht, dass ein 40-jähriger Mann eine 7-jährige vergewaltigt hat und du die Details hörst, ja, dann musst du einen nicht nur starken Magen haben, den Mann nicht tätig anzugreifen, weil das ist für uns einfach nicht verständlich, wie jemand so etwas einem kleinen Kind antun kann. Bist du des Öfteren schon bei solchen Verhandlungen dabei bin ich gewesen? Und kannst uns vielleicht eine Geschichte erzählen, die was dich wirklich auseinandergenommen hat? Da war es so, es ist jede Geschichte schlimm. Es ist, ja, also das, was mir hängen geblieben ist, da werde ich ganz nervös, dass die Eltern einfach gutgläubig oder fast sogar fahrlässig, muss ich sagen, ihre 6-jährige Tochter immer wieder dem netten Nachbarn, der nebenan gewohnt hat, zum Aufpassen gelassen hat, während sie aus waren, einen schönen Abend gehabt hat, wie als Babysitter, ja, ohne jegliche Gedanken im Hintergrund zu haben. Okay. Danach ist rausgekommen, nach Monaten, dass dieses Kind von dem Nachbarn massivst, also schwer vergewaltigt worden ist. Wie ist das passiert? Sie haben immer gekuschelt, denn das muss man auch dazu sagen. Pädophile arbeiten sich an Kinder heran, Willi. Es ist nicht so, dass sie nehmen, ins Gebüsch stecken und dann vergewaltigen. Da geht es rein um die Vergewaltigung. Ein Pädophiler tastet sich langsam heran und sieht, wie weit kann er bei dem Kind gehen. Das macht wahrscheinlich auch den Reiz aus. Absolut richtig, ja. Dieses Erobern, dieses Spiel. Wenn das Kind, und das sind leider die meisten Kinder, nicht vorbereitet sind, Prävention hat, Aufklärung hat, ist es ausgeliefert, Willi. Es ist ausgeliefert. Wie schwer ist es, einem 6- oder 7-jährigen Kind irgendwas vorzugaukeln? Ja. So, und dann ist rausgekommen, dass der Nachbar über mehrere Monate das Kind schwer sexuell missbraucht hat. Wahnsinn. Schwer sexuell missbraucht hat. Bei der Gerichtsverhandlung hat er um Vergebung gebeten und er hat selber als Kind dieses Trauma erlebt. Er ist unbeschollen
Da müsste Und, er eigentlich wissen, wie schlimm es wie schlimm das ist, aber es ist bei Gericht und in unserer Justiz hier ein Milderungsgrund. Das heißt, du Armer hast das auch in deiner Vergangenheit gehabt. Ja? Deshalb muss man dich ein bisschen verstehen, dass so etwas passiert ist. Also es ist ein Milderungsgrund, wenn das passiert ist. Und dieser Herr ist mit 5 Monate Gefängnis nach Hause gegangen, der Rest auf Bewährung. Das Kind haben wir lange betreut. Das Kind wird eine sehr schwierige Zukunft haben. Wir schaffen es mit den besten Psychologen nicht, das herauszubekommen, was dieses Kind gefühlt hat. Psychologisch ist dieses Kind zerstört. Was medizinisch angeht, konnte man das noch heilen. Das heißt, auch da sind ja medizinischer Sicht Verletzungen in Innenorgane etc. Aber die psychische Belastung für die ganze Familie ist enorm. So ein Problem betrifft die gesamte Familie. Wenn so etwas einem Kind passiert, stellen sich die Eltern die Frage, was haben wir falsch gemacht? Was hätten wir dagegen tun können? All diese Fragen, wo wir vorher darauf hinweisen wollen und sagen, bitte, macht die Augen auf, so wie ihr lernt, bei Rot stehen bleiben, der Straßenverkehr, haben wir dieses massive Problem in Österreich. Ja? Das heißt, man muss sich mit den Kindern hinsetzen und über dieses unangenehme Thema sprechen. Denn Willi, wenn du es als Elternteil nicht machst, verspreche ich dir, tust du dein Kind ungeschützt in die Welt rausgehen lassen. Ja. Und der erste Pädophile, den dein Kind zufällig treffen wird, und es wird welche treffen, weil wir haben enorme Mengen an Pädophilen. Ja, vor allem, wie schon erwähnt, das ist ein Paradies. Und ein Paradies. Dann muss dein Kind wissen, was sind die ersten Verhaltensweisen, die nicht okay sind, und die als zu Hause sofort bekannt geben. Es ist nicht okay, Willi, wenn ich deine Tochter kennenlerne oder deinen Sohn, der 6, 7, 8 Jahre alt ist, dass der nach 5 Minuten auf meinem Schoß sitzt, reitet, ich umarme und Bussis gebe. Das ist, ich liebe Kinder über alles und ich schütze die Kinder von meinem Herzen, alles, was ich kann. Ich würde das niemals machen. Und da geht es ja noch weiter. Lass dein Kind doch bei mir übernachten. Das sind alles Punkte, wo man wirklich 3-mal hinterfragen muss. So schlimm es auch klingt, es ist leider Gottes so. Ja? Und ich sage an alle Eltern, bitte, ihr müsst mit euren Kindern sprechen. Weil wenn ihr das nicht macht, dann ist euer Kind schutzlos. Und dann fällt die Verantwortung auf euch zurück. Das kann ich euch von Vater sagen, als Obmann von Kinderschutz und jemand, der viel Erfahrung hat und gesehen hat, was ein Kindesmissbrauch in der Familie auslöst. Euer Leben wird vorbei sein. Es ist egal, ob ihr reich seid, arm seid, erfolgreich seid. Nach so einem Delikt ist euer gesamtes Leben ruiniert. Ich bitte euch, so wie ihr euch anschnallt im Auto, so wie ihr euch eine Alarmanlage habt zu Hause und 2-mal die Tür absperrt, wenn ihr rausgeht, es geht um eure Kinder. Das ist das Wichtigste, was wir auf Erden haben. Bitte konzentriert euch auf das. Noch heute, wenn ihr den Podcast seht, sprecht mit euren Kindern. Bitte. Machen wir kurze Pause. Pause. Super. Das ist zu heftig einfach. Es gibt nicht, dass du ein Kind leicht sexuell vergewaltigst. Ja? Also man muss hier wirklich ins Detail reingehen. Das heißt, die Gerichtsverfahren werden detailliert, wie in einem Pornofilm besprochen. Am Ende wurden wir bekämpft, anstatt das Problem zu kämpfen. Das ist immer ganz geschickt gemacht. Wir wurden in kurzen Texten auch vom Innenministerium auf der offiziellen Webseite nicht empfohlen,